So, nach über einem Monat auf diesem wunderbaren Stahlboot. Die Vögel schreien auch schon. Verlasse ich jetzt das Boot und es geht weiter Richtung Minka in die Berge. Und dort erwartet mich Regenwald. Und ja, mal sehen, was noch, ne? Herzlich willkommen in Cartagena de Indias in Kolumbien. Was ein wunderschöner Start, in dieser Stadt zu starten. Cartagena de Indias steht unter Weltkulturerbe schon seit einiger Zeit, ist von den Spaniern gebaut worden, war damals das Tor nach Südamerika. Von hier aus wurde das Gold nach Spanien geschafft. Von hier wurde eigentlich alles aus Südamerika raustransportiert. Und es ist wirklich traumhaft, wenn ihr euch mal umseht. Überall Balkone, alte Mauern und ja, für mich die schönste Stadt, in der ich bisher war. Ich versuche zu trampen, aber bisher noch nichts. Es ist der erste Tag in Kolumbien, wo ich versuche zu trampen. Hinter mir seht ihr die wunderschöne Stadt Cartagena. Ja, und jetzt mal sehen, wie lange das dauert, bis mich hier einer mitnimmt. Eine Stunde stehe ich schon, kann auch ein bisschen dauern, glaube ich. So, ich sitze jetzt nach einer Stunde warten in einem Taxi. Ja, der nimmt mich jetzt so mit, sehr, sehr lieb. Und ja, mal sehen, wo er mich rausschmeißen wird. Tatsächlich gibt es hier mehr Taxis als Autos in der Stadt und ja, ich bin sehr froh, dass ich jetzt hier sitze und hoffentlich kommen da nicht noch irgendwelche Kosten. Ich bin jetzt in einem LKW, das ist mein zweiter Lift. Der erste war ein Taxi, der zweite ein LKW. Das geht geil los hier in Kolumbien. Wie genial! Der erste Tag neigt sich dem Ende. Der erste Tag Trampen in Kolumbien, in Südamerika. Und ich sitze in einem Hotel. Natürlich nicht, weil ich in ein Hotel gegangen bin, sondern weil ich eingeladen wurde, weil ich dahin geschickt wurde. So. Ich verlasse wieder das Haus. Jetzt geht's weiter. Es geht wieder an die Straße. Boah Mann ey, es lebt so eine Spannung in mir, weißt du? Hier in Kolumbien an der Straße zu stehen, das fühlt sich anders an als in Guadeloupe oder in Deutschland. Ich wollte heute Morgen trampen, ne, von dem Hostel aus. Und dann habe ich ein schönes Bild gebastelt, dann bin ich an die Straße gegangen, dann hat mich eine Frau hergewunken, die hat mir Geld in die Hand gedrückt, dann haben mir noch ein paar Jungs ein paar Pesos in die Hand gedrückt. Pesos ist die Währung hier. Und meinten, ja, nimm doch den Bus und so. Und, aber ich wollte eigentlich nicht, ne. Und dann kam der Bus irgendwo. Und dann kam noch ein anderer und hat mir noch mal Geld in die Hand gedrückt. Meinte hier, ja, für den Bus. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, gehst in den Bus. Wow. Und dann bin ich hier hochgelaufen, ne? Und dann hätte ich noch so 2 Stunden wandern müssen oder so. Und dann hat einer angehalten und meinte, ja, er würde mich gerne mitnehmen, ein Stück, ob er das darf. Ja, natürlich. Auf dem Moped. Und später noch mal auf so einem Motocrossrad noch einer angehalten. Daher wurde ich eingeladen, ich darf hier meine Hängematte aufhängen. Wow. Und jetzt ab in die Hängematte. Oder erstmal ins Wasser springen. Das wäre gut. Das wäre gut, Mann. Yummy. Ich habe wieder ein delicious, ein sehr leckeres Essen geschenkt bekommen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, Kolumbien als super, super artenreiches Land. Alles, was in Europa wächst, wächst hier auch und dazu noch viel mehr. Also die haben wirklich eigentlich alles hier. Im Schutze der Dunkelheit versuche ich, meine Hose zu verschönern. Ja, es ist unglaublich. Ich habe noch nie ein Kleidungsstück so oft wieder genäht und so. Das liegt einfach daran, dass diese Hose zu gut ist, um sie wegzuschmeißen. Vor einer Woche wurde ich aufgenommen von der Familie, wo ich jetzt im Garten immer noch hänge. Es ist einfach unglaublich, wie toll die Familie ist. Ich bin rundum versorgt, es ist alles geschenkt. Und ich darf meine Hängematte im Garten aufhängen. Ja, wow.
das Kolumbien, Leute. Und morgen geht's weiter Richtung Süden, Richtung Ibagué. Es geht noch weiter in die Berge. Ich bin gespannt. Schaut mal, das war mein Platz für die Nacht heute. Ich wusste natürlich wieder nicht, bis es dunkel war, wo ich schlafen werde. Hab dann hier eine Frau gefragt, nachdem der LKW mich rausgeschmissen hat, hab meine Geschichte erzählt und so und ob ich hier nicht irgendwo meine Isomatte ausbreiten kann. Und dann hat sie mir diesen Raum gegeben. Super. So mache ich das. So, 7 Stunden warten. Ich habe das noch nie geschafft. 7 Stunden warten. Dann sitze ich jetzt in diesem schicken Brötchen. Wir trinken Mate-Tee. Ich war noch nie auf 4000 Meter. Ich bin gerade hochgetrennt. Sehr geil. Aufgewacht auf 3460 Metern in der Hängematte im Zentralmassiv Kolumbiens. Ich bin seit 3 Wochen in Südamerika. Und es ist immer noch ein großes Kribbeln im Bauch, wenn ich durchs Land per Anhalter reise. Was meint ihr? Platz zum Bleiben? Absolut, ey. Da trimmt man mal ein bisschen, dann wird man eingeladen und das ist das, was ich an dieser Reiseart liebe. Ja, jetzt bin ich in dem Haus und werde heute Nacht hier übernachten und morgen geht's weiter. Morgen Nacht bin ich wieder woanders. Sehr geil.